muss ich auch sagen, finde ich meinen Vorschlag immer noch gut. Hab noch keinen besseren gehört, zumindest. Dass sie endlich richtige Schwierigkeiten hinzufügen sollen und nicht diesen Haufen, den sie da gemacht haben. Die sollen halt einfach einen Solo-Modus hinzufügen, wo maximal 2 Chars rein können. Und ich meine, 2 Chars in Flive ist gleich Solo. Oder sagen wir 3 Chars. Keine Ahnung. Oder ich meine, es ist ja eigentlich egal, wie viele Chars reingehen. Eigentlich ist es wurscht, wie viele Chars reingehen. Einfach, wo der Dungeon, die Schwierigkeit des Dungeons ist daran geknüpft, wie viele Leute reingehen sollen. Du kannst mit mehr reingehen, aber bist du dann selber schuld, wenn du dann die schlechte Droprate hast. Der Dungeon ist zwar easy, aber du droppst halt einfach extrem schlecht. Das ist halt deine Sache. Dann soll es eine Medium-Schwierigkeit geben. Mehr oder weniger das, was es vom Update war. Vom zweiten Patch. Und die dritte Schwierigkeit, super schwer, so wie es jetzt ist. I don't know. Für manche würden jetzt sagen, es ist immer noch nicht super schwer. I don't know. Oder vielleicht machst du auch 4 Schwierigkeiten. Du machst super schwer und super ultra mega ultra hardcore super ultra schwer. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall halt so, dass es für mehr Leute passt. Und nicht diesen Käse. Weil nach dem letzten Patch habe ich ja schon gesagt, wer ist damit zufrieden? Gut, heute hat sich nicht allzu viel verändert. Aber es ist ja keiner zufrieden. Niemand ist ja irgendwie zufrieden. Also muss man ja mal grundlegend was anderes machen, weil immer nur so Kleinigkeiten zu ändern, kann ja auch niemanden zufriedenstellen. Leute, die immer noch der Meinung sind, dass es zu leicht ist, die wollen es wahrscheinlich wirklich so schwer, dass kein normaler Spieler da jemals mithalten könnte. Hold up. Wow, mir fehlen 2 Canonicus. Was halt einfach dann, es ergibt keinen Sinn. Also ich meine, nur auf Leute zu hören, die alles schwerer machen wollen, weil sie selber die absoluten Hardcore-Grinder sind, ergibt keinen Sinn. Also ich meine, wenn überhaupt, halt nur, dass du denen ihre eigene Schwierigkeit gibst, die so schwer ist, dass sie kein Casual jemals überhaupt probieren will. Und auf der anderen Seite, wie ich es auch schon gesagt habe, kann man ja die Solo-Spieler oder die Leute, die es mit ganz wenig Spielern probieren, oder sie sagen nur, dass es zu leicht ist und spielen dann schon gar nicht selber. Keine Ahnung. Kann auch sein. Ist ja egal. Auf jeden Fall hast du halt verschiedene Gruppen von Spielern. Du hast so Leute wie uns, mehr so die Casual Dungeon Grinder. Man will schon grinden. Es darf auch ein bisschen herausfordernder sein. Aber es muss halt es muss eine gute Ratio sein aus Geschwindigkeit, mit der man den Dungeon Run macht. Also ist zumindest mir wichtig. Der Run sollte nicht über 30 Minuten gehen. Über 30 Minuten ist für mich Arschritze. Das dauert mir einfach zu lang dann. Zeitgleich sollte natürlich die Drop-Chance schon akzeptabel sein, sodass du nicht 100 Runs machst, wie auf dem FEC, oder 150 oder 250 Runs, ohne eine einzige Dreckswaffe zu droppen. Also da halt irgendwie die Balance, aber halt ohne, dass es unfassbar schwierig wird, so wie es, ich meine, wie gesagt, ist es jetzt so gesehen nicht. Weil das ganze Dungeon-Prinzip ist ja momentan voll komisch, was Tanky gerade gesagt hat. Du nimmst einen ultra starken Blade und sonst nur AOE. Ich meine, was ist das für ein Bullshit? Davor war es ja bei Wilds und auch Anfang Anku 2 RMs, ein Tank und ein gutes Verhältnis aus Damage Dealer und AOE. Also so wie in jedem anderen Game letztendlich. Ein Tank, 2 Supporter, ein paar AOE-Heinis und ein paar 1v1-Heinis. Also genauso stellt man sich doch die perfekte Dungeon-Gruppe vor. Und ich meine, was ist denn das jetzt für eine Scheiße? Jetzt musst du mit 5 AOE-Lern da reingehen. Wer denkt denn sich so einen Schwachsinn aus? Das ergibt einfach vorne und hinten keinen Sinn. In keinem einzigen Game ist das doch so, dass du wegen einem Patch sagst plötzlich, wir sind immer mit 3 super starken Blades rein. Ja, das machen wir jetzt nicht mehr. Jetzt nehmen wir nur noch einen von euch mit und die anderen beiden können sich ins Knie punkten. Und wir ersetzen euch durch AOEler und so.
Und ich meine, wer kommt auf so eine Idee? Also ich meine, ich verstehe es einfach nicht. Und wie gesagt, man könnte so viel machen mit verschiedenen Schwierigkeiten oder verschiedenen Modellen. Du könntest ja literally sogar auch ein Modell machen, wo alles AOE ist. Also wo du einen Tank, 2 AMs und wirklich nur AOE hast. Wo aber der ganze Dungeon dann ganz anders funktioniert. Wo wirklich alle Monster ultra viel HP haben. Aber vielleicht machen sie dafür ein bisschen weniger Schaden. Und der Sinn ist dann wirklich, dass du so viele Monster pullst wie möglich. Vielleicht sogar mit 2 Tanks. Und das Ziel ist dann wirklich, AOEs mit 150 Mobs zu machen oder so. Oder, also wo du wirklich probierst, 2 oder 3 Gänge zusammen zu pullen. Gut, 3 Gänge geht wahrscheinlich nicht. Aber könnte man auch machen. Man könnte den AOE-Anku-Modus erschaffen sozusagen, wo dann auch der Bossfight AOE ist. Also man könnte da richtig kreativ werden, sodass dann am Ende für jeden was dabei ist sogar. Na gut, man soll es vielleicht auch nicht übertreiben. Aber rein vom Prinzip her ist es ja echt nicht so schwierig, wenn du merkst, die einen wollen das, die anderen wollen das, die anderen wollen das. Und es ist ja offensichtlich so, dass die Leute unterschiedliche Sachen wollen von diesem Dungeon oder vom Endgame-Content. Ja, und dann musst du aber auch probieren, den einen das zurechtzumachen. Und so wie sie es jetzt machen, ist es halt, sie probieren es einer Gruppe recht zu machen und die anderen sollen sich fügen oder sich ins Knie punkten. Und das ist halt definitiv nicht der richtige Ansatz. Also gefühlt probieren sie es gerade nur den Leuten recht zu machen, die mit Abstand am meisten Geld für das Spiel ausgeben und am lautesten rumheulen, dass es zu leicht ist oder zu leicht war. Dass es jetzt noch zu leicht ist, ich glaube nicht, dass sich jetzt noch wirklich jemand drüber beschwert, dass es zu leicht ist. Jetzt ist wahrscheinlich die Beschwerde einfach, dass der ganze Dungeon Arschritze ist, in irgendeiner Form, welcher Form auch immer. Kommt ja auch drauf an, was man selber spielt und so, aus welcher Perspektive man es überhaupt sieht. Aber so kommt man halt nicht weiter, glaube ich. Ich denke nicht, dass es so weitergehen kann. Und dann immer dieses Nachjustieren alle 2 Wochen. Und dann wartest du wieder 2 Wochen, guckst dir an, welche Beschwerden kommen dann. Und dann ist es ja auch in dem Tempo, wie gesagt, haben wir den FEC-Server am Start. Und es läuft immer noch nicht. Und ich meine, spätestens zum FEC-Server sollte es laufen. Aber wenn es in dem Tempo weitergeht, bezweifle ich das ganz stark. Also spätestens zum FEC sollten eigentlich alle zufrieden sein. Also, ich meine, zufrieden, ja auch schon 1000-mal gesagt, kein Flive-Spieler ist jemals wirklich zufrieden. Aber zumindest so wie bei Wilds halt. Dass halt Leute, die sagen, sie wollen Wilds farmen, nicht jede Sekunde davon hassen. Und ich meine, bei Wilds ging das ja auch. Also muss das jetzt ja auch möglich sein. Welches Team war noch nicht in, naja, grün. Also wenn sie es dahin bekommen haben, müsste das ja jetzt auch gehen. Und meiner persönlichen Meinung nach ist der leichteste Weg, wie du das erreichen kannst, indem du tatsächlich irgendwie verschiedene Spielmodi oder Schwierigkeiten einfügst. Wenn alle in den gleichen Run gehen, das kann niemals dafür sorgen, dass alle zufrieden sind. Das ist unmöglich. Weil du hast halt einfach diese verschiedenen Gruppen und die können gar nicht alle zeitgleich zufrieden sein in der gleichen Schwierigkeit oder im gleichen Dungeon. Das geht gar nicht. Das ist unmöglich. Also sie probieren gerade quasi das Unmögliche. Und sie sind leider nicht Toyota. Wenn sie mir den Scherz erlauben.